Herzlich willkommen, liebe Entdecker und Liebhaber der Geschichte, auf unserem Kanal Legendäre Burgen und Dome. Wir danken Ihnen von Herzen, dass Sie heute gemeinsam mit uns in die Welt der steinernen Zeugen der Vergangenheit eintauchen. Wenn sich der Nebel über dem Schweriner See hebt und die ersten Sonnenstrahlen die goldenen Spitzen der Türme berühren, offenbart sich ein Anblick, der eher an ein vergessenes Märchen der Gebrüder Grimm erinnert, als an die Realität. Wir entführen Sie heute an einen Ort, an dem die Zeit stillzustehen scheint. Zum Schloss Schwerin, dem funkelnden Juwel im Norden Deutschlands. Tief verwurzelt im blauen Herzen von Mecklenburg-Vorpommern auf einer idyllischen Insel im Schweriner See liegt ein Bauwerk von fast unwirklicher Schönheit. Die Geschichte dieser Schlossinsel Schwerin beginnt nicht erst mit dem prunkvollen Gold, das wir heute sehen, sondern in den dunklen, sagenumwobenen Wäldern des 10. Jahrhunderts. Bereits im Jahr 973 berichtete der weitgereiste sephardische Händler Ibrahim ibn Jakub von einer mächtigen Burg inmitten der Gewässer. Damals war es eine Festung der Obodriten, eines westslawischen Stammesverbands, der diesen strategisch günstigen Ort als Schutzraum gegen Feinde wählte. Die Insel bot nicht nur Sicherheit, sondern strahlte schon damals eine mystische Kraft aus, umgeben von der Unendlichkeit des Wassers. Es war die Geburtsstunde eines Ortes, der Jahrhunderte später als Märchenschloss Deutschland in die Geschichte eingehen sollte. Die Wahl der Lage war ein Geniestreich, eine natürliche Festung, die durch 2 Brücken mit der Außenwelt verbunden war. Ein Ort zwischen den Elementen Erde und Wasser, der den Grundstein für eine 1000-jährige Herrschaft legte. Hinter jedem Stein von solcher Pracht steht der Geist eines Visionärs. Nachdem Heinrich der Löwe im Jahr 1160 die slawische Festung erobert hatte, wurde Schwerin zum Sitz christlicher Bischöfe und deutscher Adliger. Doch die wahre Seele des Schlosses ist untrennbar mit der Dynastie derer von Mecklenburg verbunden, die über 700 Jahre lang die Geschicke dieses Landes leiteten. Die heutige, atemberaubende Gestalt verdanken wir vor allem dem Großherzog Friedrich Franz, der Zweite von Mecklenburg-Schwerin. In der Mitte des 19. Jahrhunderts, 1845 bis 1857, entschied er, die veralteten Strukturen in eine Residenz zu verwandeln, die den Glanz und die Glorie seines Hauses widerspiegelte. Er versammelte die genialsten Köpfe ihrer Zeit. Georg Adolf Demmler, der den Grundentwurf schuf, sowie Gottfried Semper, Friedrich August Stüler und Ernst Friedrich Zwirner. Diese Männer waren keine bloßen Baumeister. Sie waren Magier des Historismus. Sie schufen ein Residenzensemble Schwerin, das die Eleganz der französischen Renaissance-Schlösser an der Loire mit dem norddeutschen Geist verband. Jeder Nachfolger trug dazu bei, dieses Monument der Erhabenheit zu bewahren, selbst in Zeiten politischer Umbrüche, bis das Schloss schließlich 2014 für das UNESCO-Welterbe Schwerin nominiert wurde. Wenn man sich der Schlossinsel nähert, raubt einem die schiere Komplexität der Architektur den Atem. Das Schweriner Schloss ist ein Labyrinth der Genialität. Mit über 635 Räumen, die alle mit feinster Schnitzerei, Goldverzierungen und edlen Seidentapeten ausgestattet sind, setzt das Bauwerk Maßstäbe in der europäischen Architekturgeschichte. Die Fassade ist ein Triumph des Historismus. Überall finden sich filigrane Türme, Erker und Skulpturen, die gen Himmel ragen. Der höchste Turm misst stolze 70 Meter und ist von weitem als goldener Leuchtturm der Macht erkennbar. Das Schloss ist so konstruiert, dass es aus jeder Perspektive ein neues, faszinierendes Gesicht zeigt. Ein architektonisches Chamäleon. Technisch gesehen war der Bau eine Meisterleistung der Ingenieurskunst des 19. Jahrhunderts. Die Gründung auf der Insel erforderte tief in den Boden getriebene Pfähle
um die Last der massiven Steinmauern zu tragen. Besonders hervorzuheben ist der Thronsaal mit seinen prachtvollen Säulen aus Carrara-Marmor und die Schlosskirche, die Elemente der Gotik und Renaissance harmonisch vereint. Es ist ein Ort, an dem die Geometrie auf die Kunst trifft und ein Denkmal für die Ewigkeit bildet. Doch hinter der strahlenden Fassade und den goldenen Dächern verbirgt sich eine Welt der Geheimnisse. In den stillen Nächten, wenn der Wind durch die langen Gänge pfeift, erzählen sich die Menschen seit Generationen von einer Gestalt, dem Petermännchen Schwerin. Dieser kleine, gutmütige, aber strenge Hausgeist soll tief in den Gewölben des Schlosses wohnen. Legenden besagen, dass er die Diebe und Eindringlinge mit lautem Poltern und Laternenlicht vertreibt, während er die ehrlichen Bewohner schützt. Man sagt, er trage eine Tracht aus vergangenen Jahrhunderten und einen Schlüsselbund, mit dem er alle Türen der Vergangenheit öffnen kann. Das Petermännchen ist mehr als nur eine Sage. Es ist das spirituelle Gedächtnis des Schlosses. Viele Besucher berichten von einer seltsamen Präsenz in den Museen, einem Gefühl, beobachtet zu werden. Nicht von bösen Mächten, sondern von einem Geist, der darüber wacht, dass die Würde dieses Ortes niemals verletzt wird. Diese leichte Mystik verleiht dem Schloss eine Seele, die man in modernen Gebäuden vergeblich sucht. Warum ist das Schloss Schwerin so einzigartig? Es ist nicht nur die Architektur, sondern das, was es verkörpert. Es ist ein Symbol für die Beständigkeit. Als eines der bedeutendsten Beispiele des romantischen Historismus in Europa zeigt es die Sehnsucht des 19. Jahrhunderts nach Schönheit und Ordnung. Der historische Wert liegt in der Kontinuität. Während viele Schlösser Ruinen wurden oder ihre Funktion verloren, blieb das Schloss Schwerin stets ein Zentrum der Entscheidung. Es überstand Brände, Kriege und politische Systemwechsel. Heute ist es eines der wichtigsten Mecklenburg-Vorpommern-Ausflugsziele und ein kulturelles Erbe von weltweitem Rang. Die Besonderheit liegt in der Verschmelzung von Natur und Architektur. Der Schlossgarten Schwerin, im barocken Stil angelegt, bildet mit seinen Kanälen, Skulpturen und der Orangerie eine perfekte Symbiose mit dem Gebäude. Es ist ein Gesamtkunstwerk, das die Meisterschaft des Menschen über die Materie feiert. Heute ist das Schloss Schwerin weit mehr als ein Museum. Es ist das lebendige Herz der Demokratie im Norden, denn hier hat der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern seinen Sitz. Wo einst Herzöge residierten, wird heute über die Zukunft des Landes entschieden. Eine Brücke zwischen Tradition und Moderne, die zeigt, dass wahre Werte niemals veralten. Das Schloss beherbergt zudem ein beeindruckendes Museum, das die Prunkappartements der Großherzöge und eine kostbare Porzellansammlung zeigt. Für Besucher gibt es zahlreiche Möglichkeiten, eine Schloss Schwerin. Führung bietet Einblicke in die privaten Gemächer, während man beim Spaziergang über die Schlossinsel Schwerin die besten Fotospots Schwerin entdecken kann, besonders zum Sonnenuntergang, wenn das Schloss im See gespiegelt wird. Die Anfahrt ist unkompliziert und es gibt ausreichend Möglichkeiten für das Schloss Schwerin-Parken in der näheren Umgebung. Es ist ein Ort der Begegnung, der Bildung und der stillen Bewunderung. Wir hoffen, dass diese Reise durch die Zeit und die Legenden des Schweriner Schlosses Ihr Herz berührt hat. Diese Mauern erzählen Geschichten von Ehre, Visionen und einer Magie, die auch heute noch spürbar ist. Das Schloss Schwerin wartet darauf, von Ihnen persönlich entdeckt zu werden, um seine Geheimnisse in Ihr Ohr zu flüstern. Wenn Sie nun den Wunsch verspüren, dieses architektonische Wunder selbst zu besuchen. Mehr Informationen über dieses Objekt, die genaue Adresse, Informationen zum Schloss Schwerin Eintritt sowie den aktuellen Zeitplan und die Öffnungszeiten finden Sie über den Link zur offiziellen Quelle, den wir für Sie in der Videobeschreibung hinterlegt haben.
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an unserem Kanal. Legendäre Burgen und Dome. Vergessen Sie nicht, das Video zu bewerten und unseren Kanal zu abonnieren, um keine weitere Dokumentation über die majestätischsten Bauwerke unserer Welt zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn die Steine wieder zu sprechen beginnen.